Schwör bei unserer Freundschaft, dass du nicht mehr auf sie stehst. So eine Kinderkacke mache ich nicht. Ja. Geh, verpiss dich! Was bist du für ein Penner? Hä? Ziemlich heikel, Gold in Statuen zu verstecken. Allerdings muss Gräfin Lahnstein den Empfang der Ware quittieren, damit der Verdacht auf sie fällt. 100.000 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Verkauft an unseren Bieter am Telefon. Hey Nico, ich wollte mit dir anstoßen. Ich glaub das jetzt nicht. Die Statue ist kaputt. Das sind über 1000 Jahre Geschichte einfach futsch. Nico, weißt du, was das bedeutet? Das ist ein Verlust, den kann man nie wieder gut machen. Sag mal, ist es da Gold? Keine Ahnung. Wie soll es denn da reingekommen sein? Gute Frage. Vielleicht war das ja schon von Anfang an da drin. Vielleicht haben die Khmer ja diese Statuen als Goldversteck benutzt. So ein Quatsch, dieses Gold ist keine 10 Jahre alt, geschweige denn über 1000. Die Statue wurde definitiv nachträglich manipuliert. Nico, Goldschmuggel. Wir müssen die Polizei rufen. Du willst doch nicht wirklich direkt die Polizei einschalten. Jetzt verstehe ich auch, warum bei dieser Auktion so hoch auf diese Statue geboten wurde. Ja, der Käufer muss von dem Gold gewusst haben. Und ich weiß auch, von wem er die Information hat. Martin Boos. Was? Nein. Ja klar, wer denn sonst? Er war der Lieferant. Ja, aber er ist doch an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Das würde er nicht riskieren. Außerdem, wir können doch nichts beweisen. Wir sollten nicht vorschnell die Polizei einschalten. Helena von Lahnstein hier. Ich bräuchte die Nummer vom Betrugsdezernat. Was soll das? Hast du dir mal überlegt, was das für das Auktionshaus bedeutet? Ich meine, wir haben wirklich einen guten Ruf zu verlieren. Außerdem haben wir mit den Lieferscheinen doch quittiert, dass wir die Ware ordnungsgemäß überprüft haben. Und du hast unterschrieben. Ja, aber Moment mal, ich habe nicht als Einziger eine Sendung angenommen. Kim hat auch... Ach, du glaubst doch nicht, dass Kim was damit zu tun hat. Nein, natürlich nicht, aber genauso wenig wie ich. Ja, aber du bist die Geschäftsführerin des Auktionshauses. Und du bist vorbestraft. Also, wir sollten nichts vorschnell entscheiden. Okay? Wir räumen das ganze Zeug hier erstmal weg. Am besten lassen wir es in die Orangerie bringen. Zahlen? Verstecken, ich hab doch gesagt, ich lade dich heute ein. So, 14 Euro. Stimmt so. Nichts zu danken. Super gemacht, ey. Du bist genauso stur wie Timo. Woher hast du überhaupt das ganze Geld? Hier war vorhin so ein reicher Schnösel, der wollte, dass ich telefonisch für ihn bei einer Auktion teilnehme. Es ging um irgend so einen antiken Krempel. Ich habe dafür 500 Euro bekommen und seine Uhr. Was? Warum hat er denn nicht einfach selbst geboten? Weil er anonym bleiben wollte. Es gibt solche Spinner. Bist du sicher, dass es nicht irgendwie illegal war?
Ich habe meine Kohle bekommen und bin raus aus der Show. Der Rest geht mich nichts an. Die Frage ist, was stellen wir mit dem wunderschönen Geld an, bevor es die Inflation auffasst? Worauf hast du Lust? Na super, ich mache dir gerade das Super Deluxe-Angebot und du schaust Timo an. Ist dir mein Geld gar nichts mehr wert? Verrat das bloß niemanden, sonst ist mein Ruf als Bling-Bling-Tussi vollkommen ruiniert. Aber könnt ihr nicht wenigstens versuchen, miteinander zu reden? Wenn der seine scheiß Eifersucht in den Griff kriegt, bin ich für jedes Gespräch bereit. Auf jemanden wie dich kann man aber auch leicht eifersüchtig sein. Aber vielleicht sollten wir bei Timo nicht ganz so deutlich. Du weißt schon. Wollt ihr noch was trinken oder atmet ihr weiterhin den zahlenden Gästen die Luft weg? Bei dir der Sauerstoffmangel obenrum anscheinend schon bleibende Schäden hinterlassen, hä? Das Trinkgeld, was ich dir gegeben habe, reicht locker noch für 2 Cola. Dann macht euch noch einen schönen Tag. Weißt du was? Du mich auch. Meinst du, ich hab's nötig, mit meiner Freundin hier in dem Schuppen rumzuhängen? Komm, Baby, wir gehen. So, und ich will dich jetzt hier nicht mehr sehen. Du weißt schon, dass wir Nachbarn sind? Ich hab gesagt, ich will dich hier nicht mehr sehen. Du hast wirklich Glück gehabt. 9 Infarkte verkraftet dein Herz nicht. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass ich mich schonen muss. Kein Sport und keine Anstrengung. Ja, nicht ganz. Also sanftes Cardio-Training ist erlaubt. Das bedeutet... Kein Puls über 130. Wow, ein bisschen von meinem Sportstudium ist sogar hängen geblieben. Daniel, was ist mit dem Reiten? Nein, Pferde können scheuen und durchgehen. Das führt zu erhöhtem Stress. Hier ist eine Liste aller Sportarten, die du Jetzt komm mir nicht wieder mit Aquajogging und was weiß ich, Yoga oder am schlimmsten noch Nordic Walking. Da ist aber auch Tai Chi drin. Das ist auch so eine Art Kampfsportart. Aber ich sehe, das brauchst du gar nicht bei deinem tödlichen Blick. Also, was deine Ernährung betrifft, Ja, an meinem tödlichen Blick muss ich wohl noch ein bisschen arbeiten. Ja, stimmt. Also, wenig Cholesterin und ansonsten maßvoll, aber lecker. Und dann den Blutdruck 2-mal täglich prüfen und ganz wichtig, Medikamente regelmäßig nehmen. Ja? Dafür werde ich schon sorgen. Hey. Ja dann, danke für alles. Gerne. Ciao. Ciao. So weit kommt's noch, dass du schon so was Schweres trägst. Hier. Kannst du? Ja, Frau Oberschwester. Ach ja, solltest du dich doch für Nordic Walking entscheiden. Die Stöcke kannst du ruhig weglassen. Danke. Helena, wie konnte das passieren? Ausgerechnet der Liebesgott, der diesen Traumpreis erzielt hat. Ja, Nico hat ihn fallen lassen. Murphys Gesetz, billiges Zeug wäre niemals zu Bruch gegangen. Aber wir sind ja gut versichert. Naja, wenigstens was. Ja. Aber damit ist die Sache ja nicht ausgestanden. Ich meine, was wird der Kunde sagen? Was? Immerhin ist es ein einmaliges Kunstwerk. Ja, wir werden es ihm schon beibringen, weil es war ja ein Unfall. Naja, hoffentlich macht die Versicherung keine Schwierigkeiten. Ihr hättet eigentlich einen Sachverständigen holen sollen. Ach du, wir kümmern uns um alles. Nico hat jede Scherbe 10-mal fotografiert. Ich habe alles bruchsicher verpackt, also es kann nichts mehr passieren. Und jetzt entschuldigst du mich. Ja, natürlich. Ich verbünde mich mit der Frau, die meinen Mann auf dem Gewissen hat. Und zusammen erfinden wir dann irgendwelche Schreckensmeldungen, um dich in den Wahnsinn zu treiben. Weißt du, Nico, so abwegig ist der Gedanke gar nicht. Ich meine, erst kannst du nicht verhindern, dass ausgerechnet Kim den Empfang von Schmuggelware quittiert. Und dann... Moment mal, das war nicht meine Schuld. Ja, wie auch immer. Ja Gott, Nico, wir waren kurz davor, Ludwig und Helena hochgehen zu lassen. Jetzt musste ich ausgerechnet diese dämliche Statue noch selbst ersteigern, um meine Tochter zu schützen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Immerhin bekommst du die 100.000 vom Auktionshaus zurück. Ja. Um den Preis, dass Helena das Gold gesehen hat, weil du ausgerechnet diese Statue vor ihren Füßen zerdeppern musstest. Wie oft denn noch? Ich kann es jetzt leider nicht mehr rückgängig machen. Du solltest froh sein, dass ich Helena daran gehindert habe, direkt zur Polizei Zu rennen. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch verhindern kann. Also, wenn diese ganze Sache auffliegt, dann... Nico, das wird es nicht, okay? Ich kümmere mich drum. Und wie? Herrgott, nochmal, das weiß ich selbst noch nicht, aber ich lasse mir irgendwas einfallen, schon wegen Kim. Hör zu, das Wichtigste ist, dass du jetzt einen kühlen Kopf bewahrst, okay? Tja. Das sagst du so einfach aus der Ferne. Verlass dich auf mich.
Ich melde mich wieder, sobald ich... Oh, warte, ich helfe dir. Nico? Nico? Entzückend. Ich glaube, ich habe Papa fürs Erste beruhigen können. Aber was die Versicherung angeht, das müssen wir auf jeden Fall noch mal klären. Es war echt eine blöde Idee, die Spuren alle zu beseitigen. Helena, was hat denn das Auktionshaus davon, ein Objekt zu zerstören, was schon längst versteigert wurde? Hör zu, ich werde das der Versicherung erklären. Sie werden mir glauben. Gut. Und was die Polizei angeht? Helena, Da habe ich mir überlegt, dass wir erst eine Entscheidung fällen sollten, wenn wir herausgefunden haben, ob in den anderen Objekten auch Gold ist. Gute Idee. Ja, dann wissen wir wenigstens, woran wir sind. Wir müssen bloß vorsichtig sein, wenn wir die anderen Skulpturen öffnen. Nicht, dass noch mehr kaputt geht. Ja, da bin ich raus. Da muss wohl eher die Fachfrau ran. Okay, dann eben keine Jetskis. Aber wir können so ein Speedboot chartern. Für einen Tag dürfte die Kohle reichen. Und dann mit 600 PS ab nach Porto La Cudia, weg von den ganzen Pauschaltouristen. Wir könnten doch auch einfach so an den Strand. Aber es wäre doch viel cooler, wenn wir an die kleinen Buchten fahren, die man vom Land aus nicht erreicht. Nur du, ich, Sonne, Meer. Und du bekommst natürlich auch legal erworbene Sonnenmilch. Das ist wirklich süß. Aber überleg doch mal, was deine Familie in Venezuela mit 500 € alles machen könnte. Ich habe von vornherein geplant, dass die Hälfte bekommen und die andere Hälfte haben wir auf dem Kopf. Wenn Geld vom Himmel fällt, muss man was Verrücktes damit anstellen, sonst zeigt einem Fortuna nur ihren zuckersüßen Hintern. Und das auch nur von Weitem. Ist das so? Ja, ist eine alte venezuelanische Weisheit. Auf Deutsch heißt das so viel wie, wenn dich die Götter beschenken, dann Danke, soll... die Beschreibung von eben war schon sehr plastisch. Wir könnten auch fett schlemmen gehen, auf diesem schwimmenden Restaurant, wo sonst nur die Promis abgefüttert werden. Hummer, Champagner, Muscheln, Schnecken. Nee, ich bin mit dem besten Fast-Sterne-Koch von Mallorca zusammen. Es ist wirklich nicht nötig, dass du wegen mir die ganze Kohle auf den Kopf haust. Wieso? Weil ich ein armer Schlucker bin? Bist du? Scheiße. Ich war eigentlich nur hinter deinem Geld her. Hey, ich brauch den ganzen Kram nicht. Und deine Familie. Ja, aber wenn Timo mit Papas Kohle einen auf dicke Hose machen würde, würdest du auch mit ihm essen gehen. So ein Quatsch. Kommst du jetzt da drauf? Um Timo geht es hier nun wirklich nicht. Oh doch. Es geht immer um Timo. Emilio, warte. Hast du mal den Schlüssel für mich? Ach, ich dachte... Egal, der Schlüssel müsste hinten in der Tasche. So, du dachtest, dass... Klar, jetzt, wo wir wieder zusammen sind. Nein, Olli, ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Ich meine, wir können das auch ganz relaxed angehen, ist wahrscheinlich eh besser. Ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen, als wieder mit dir zusammen zu wohnen. Ich wollte dich nur nicht bedrängen. Ich dachte, das ganze Chaos in der WG, das ist dir vielleicht zu viel. Und wenn ich was sage, dann denkst du vielleicht, dass ich denke, es... Wir tun schon wieder. Was? Du zerbrichst dir meinen Kopf und ich mir deinen. Aber keiner sagt, was er wirklich will. Ab heute sagen wir uns offen und ehrlich, was wir wollen und was wir nicht wollen, okay? Deal. Große Faust. Weißt du, was ich jetzt zum Beispiel wirklich will? Hm? Was zu viel ist, ist zu viel. Kann mir mal jemand verraten, weshalb die Flurbeleuchtung schon nach 30 Sekunden wieder ausgeht? Hallo, ihr zwei. Na, ihr steht hier so verschämt im Flur, das passt gar nicht zu euch. Christian, willkommen zu Hause. Danke. Also wirklich, Olli, und du übertreibst es mit deinem Energiesparfimmel. Ich erwarte als Mieterin einen Hausflur mit angemessener Beleuchtung. Ich werde Herrn Fritsche sofort Bescheid sagen, dass er das Intervall wieder verlängert. Ja, ich bitte darum. Was ist los? Kommt ihr nicht mit rein? Christian und ich, wir ziehen wieder zusammen. Aber Christian, das kannst du mir doch nicht antun. Es tut mir leid. Dich als WG-Bewohner zu verlieren ist natürlich schrecklich, aber ich freue mich doch so, dass ihr beiden wieder zusammen seid. Ich kann euch nachher auch beim Umzug helfen. Gern. Ja? Aber das ist nicht umsonst. Der Blumenstrauß kommt in meine Wohnung und Olli wird dich jetzt mal über die Schwelle tragen. Olli wird dich über die Schwelle tragen.
Nein. Nein. Du tust ja so, als wäre das Goldstaub. Der Sage nach stammt der Sand aus der Heimat der Götter. Für die Khmer sind die Statuen heilig, weil sie ihren Ursprung in sich tragen. Tja. Bis auf den Liebesgott. Schon komisch, dass gerade der uns so einen Ärger macht. Naja, wir können froh sein, dass wir nicht noch mehr Gold gefunden haben. Ja, nur in einer Statue war Gold. Und auf die wurden gezielte Unsummen gesetzt. Das bedeutet doch, dass der Käufer Bescheid wusste. Also ich kenne ja den genauen Goldwert nicht, aber ich glaube nicht, dass diese Barren hier mehr als 100.000 wert sind. Und dann kommt auch noch die Provision vom Auktionshaus dazu. Also warum sollte jemand einen so riskanten Deal einfädeln, wenn er das Gold in jeder Bank günstiger bekommt? Das ändert aber nichts daran, dass wir jede Menge Ärger hätten kriegen können. Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt. Es ist doch richtig, dass telefonische Gebote nur akzeptiert werden, wenn sich der Anrufer legitimieren kann. Ja. Gut, ich werde gleich mal nach dem Namen fragen. Sehr gut. Ich bin mir sicher, wir kriegen den Typen. Du benimmst dich wie ein bockiger Dreijähriger. Entschuldige, dein Timo wäre natürlich niemals so kindisch. Weise Worte, schwungvoll ausgekotzt. Sag mal, wem willst du eigentlich was vormachen? Hä? Mir oder dir selber? Ich bin doch nur der Trostpreis, weil Timo diese lästige Cousinenallergie entwickelt hat. Das ist nicht wahr. Dieses Gebimmel nervt. Mach's aus oder geh ran, aber entscheid dich. Ja? Ja, Helena von Lahnstein hier vom Lahnstein Auktionshaus. Sie haben eine Statue über uns ersteigert. Das ist uns wirklich ausgesprochen unangenehm. Könnten Sie mir trotzdem noch mal Ihre vollständige Lieferadresse nennen? Kann ich nicht. Sonst können wir Ihnen die Statue nicht zuschicken. Das ist mir sowas von egal. Ich habe nur für so einen reichen Schnüssel geboten und das war's. Ah, verstehe. Sie sind also Agent. Ja, könnten Sie mir dann freundlicherweise den Namen Ihres Auftraggebers nennen? Also erstens, ich bin kein Spion, ja? Zweitens habe ich keine Ahnung, wer der Typ war. Und drittens, adios. War das wegen der Auktion? Ich hab mir doch gedacht, dass da irgendwas faul ist. Niemand bietet so viel Geld für nichts. Da ist alles easy. Die haben den Stress und ich nicht. Aber das mit Timo bilde ich mir doch nicht bloß ein. Ja, super. Danke, dass Sie nachgeguckt haben. Ja, die Buchhalterin sagt, das Geld ist da. Es wurde von einem Nummernkonto überwiesen, aber ansonsten gibt es keine Informationen. Es muss doch eine Lieferadresse geben. Die wird uns die Bank mit Sicherheit nicht verraten. Uns nicht, aber der Polizei. Du liebst Timo immer noch. Ich bin mit dir zusammen. Warum reicht dir das nicht? Weil ich sehe, wie du ihn immer anguckst. Ihr beide wart die besten Freunde. Wir drei waren beste Freunde und wollten es für immer bleiben. Und das ist jetzt einfach vorbei. Ich vermisse das halt. Natürlich ist das alles sonderbar, aber letztendlich ist doch niemand zu Schaden gekommen. Ja, und was schlägst du vor? Sollen wir einfach so tun, als wäre nichts passiert und weiter Geschäfte mit diesem Martin Boos machen? Es ist doch gar nicht gesagt, dass er hinter dieser Sache steckt. Ach, Nico, komm, wer denn sonst? Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl bei dem Typen. Woher hattest du die Informationen über ihn eigentlich her? Warum lässt du dich auch von Olli zu so einem Blödsinn überreden? Komm, beruhig dich mal. Der Timer ist doch wieder auf 3 Minuten gestellt. In der Zeit findest selbst du deine Schlüssel in deinem Designertäschchen. Was soll das denn heißen? Hey. Hey, gut, dass du wieder da bist, Alter. Du weißt ja, du musst jetzt ein bisschen langsamer machen. Ach, Andi, ich darf schon noch ein Tempo vorlegen, auf das die meisten Bewegungsmelder reagieren. Ja, wie wär's denn zum Beispiel mit Nordic? Wehe, du sagst das schlimme Wort. Ja gut, es gibt ja auch noch andere tolle Sachen, die nicht so anstrengend sind, wie zum Beispiel Minigolf, Angeln, Tretboot. Andi! Ich bin schon weg. Ich will ja nicht tönen wie Fritsche, aber dein Sportprogramm, das müssen wir wirklich noch festlegen. Irgendwo zwischen Gewichtheben und Schach oder was?
Ja. So. Den nehme ich. Leute, ist das hier eine Verschwörung? Ach, Christian. Ja, komm, macht euch mal einen Umzug. Und ich werde mir in der Zeit dieses komische Blutdruckmess-Dings kaufen. Oh, du, Arno hat sowas, der benutzt es nie. Das ist hinten in der Kommode, zweite Schublade, ja? Das ist doch viel besser als irgendein Sterne-Restaurant, oder? Tut mir leid, dass ich dir vorhin so eine Szene gemacht habe. Mir fehlt die Freundschaft mit Timo doch auch. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir können jedenfalls nicht so tun, als hätten wir nichts miteinander. Also muss er sich damit abfinden, dass wir jetzt zusammen sind. Vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen. Dass diese deutschen Männer immer so heißblütig sein müssen. Immer gleich das ganz große Drama. Aber sag mal, musst du nicht zur Arbeit? Wieso? Gibt doch viel Schöneres als zu arbeiten. Aber wollte die Woche nicht der Typ von der Ausländerbehörde kommen, um zu kontrollieren, ob du auch wirklich im Zentrum angestellt bist? Aber ich weiß ja nicht, wann er kommt. Also soll ich deswegen jetzt jeden Tag arbeiten gehen? Es geht immerhin um deine Aufenthaltsgenehmigung. Ach, von so einem Bürokratiekram lasse ich mir den Tag nicht kaputt machen. Es gibt schließlich Wichtigeres. Aber Ich versichere Ihnen, dass der Junge hier arbeitet. Mein Gott, nochmal. Ich darf mich nicht so aufregen. Mein Arzt hat mir empfohlen, auf meinen Cholesterinspiegel zu achten. Ich sündige so gern beim Essen. Deshalb kocht Emilio auch für mich. Ach, da kommt sein bester Freund. Der weiß, wo Emilio steckt. Timo, weißt du, wo Emilio sich aufhält? Keine Ahnung, Monsignor. Es ist aber sehr wichtig. Der Herr hier ist von der Ausländerbehörde. Er unterstellt mir, dass ich Emilio hier zum Schein beschäftige. Tja, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Bitte schick ihn sofort hierher. Sonst verliert Emilio womöglich noch seine Aufenthaltsgenehmigung. Der spanische Beamte ist so stur wie ein Esel. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, heute ist Markt, Senor. Also der Junge müsste jetzt unterwegs sein, um für die Küche einzukaufen. Ach so, musste her. Ja, natürlich, ja. Ach, kommen Sie doch am besten morgen noch mal vorbei. Dann können Sie sich persönlich davon überzeugen, dass alles seine Richtigkeit hatte. Jetzt muss ich meinen Lieblings-Ex-Untermieter noch mal drücken. Oh, ganz großes Kino. Ihr seht euch heute Abend wieder. Du gehst doch nur in Schneiders und nicht auf Weltreise. Und du wohnst über den Flur. Bin einfach so froh, dass es Christian wieder besser geht. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob mein Blutdruck deinen Eindruck bestätigt. Ja, mach das. Hey. Hey. Also ihr zwei, dann lebt euch wieder gut ein. Wir lassen euch dann mal alleine. Dankeschön. Und danke für das Bier. Sehr gerne. Aber du kannst deine Medikamente nehmen. Ja, und du solltest die Schachtel immer bei dir haben, steht zumindest hier in der Broschüre. 90:60, ist das gut? Niedrig. Ich glaube, niedrig ist gut. Olli, das wird jetzt noch eine Weile so gehen. Ja, das will ich hoffen. Ich habe nämlich die nächsten 60 bis 90 Jahre schon mit dir verplant. Und damit das auch was wird, müssen wir uns echt mal Gedanken machen, was für Sport du jetzt machst. Also, geben wir Fahrradfahren oder machen wir Nordic? Du wirst nicht das böse Wort sagen. Ich brauche keine Stöcke zum Laufen. Selbst wenn du im Rollstuhl sitzen würdest, das wäre mir sowas von Schnuppe. Hauptsache, wir sind zusammen. So weit kommst du noch, dass du mich durch die Gegend schiebst. Deine Medizin. Und ich bin nicht dement. Noch nicht. Danke fürs Zuhören. Gerne. Aber du bist doch nicht nach Königsbrunn gekommen, um dir meine Auktionshausprobleme anzuhören. Wieso? Naja, wenn du so hier auftauchst, hast du mir was zu sagen? Nö. Wollte nur mal hören, wie deine Auktion so gelaufen ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, Goldschmuggel, gib dir das mal. Das kann man nicht einfach so vertuschen. Vor allem, weil du in der Vergangenheit nicht gerade gute Erfahrungen damit gemacht hast. Ja, irgendwie kommt gerade alles wieder hoch. Ich meine,
Meine letzte falsche Entscheidung hat Philipp das Leben gekostet. Und ich bin vorbestraft. Das heißt, du könntest deine Bewährung verlieren, wenn rauskommt, dass du den Vertrag mit dem Kunsthändler unterschrieben hast? Wenn das alles aufschlägt, ja. Also für Philipps Tod, da wäre ich sofort ins Gefängnis gegangen. Aber für eine Sache, mit der ich nichts zu tun habe? Ja, klar. Boah, das wird wieder ein Riesenskandal werden. Papa hat so gekämpft, um die Firma zu retten. Aber wenn du selbst Anzeige erstattest, dann beweist das doch deine Unschuld. Ja, aber du glaubst doch nicht ehrlich, dass die Presse das interessiert. Ja, der Preis für die Wahrheit ist eben hoch. Hör in dich rein. Du wirst schon das Richtige machen. Ja, und wenn wir wieder einen Heißluftballon mieten? Ja klar, damit du wieder eine Panikattacke kriegst. Hier steht extra drin, dass du dich nicht in Situationen begeben sollst, in denen kein Arzt in der Nähe ist. Okay, dann halt nicht in die Pampa. Dann machen wir halt eine Riesenparty mit ganz vielen Leuten. Und vor allem mit Daniel. Dann ist auch gleich ein Doc an Bord. Oh, was ist denn hier los? Christian ist entlassen worden. Wohnt jetzt wieder bei uns. Schön, dass du wieder da bist. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich das Zimmer räumen muss, weil das doch mal seins war, oder? Entspann dich. Für die zweiten Flitterwochen reicht erstmal mein Zimmer. Danach wird's vielleicht ein bisschen eng, aber... Vielleicht können wir ja bis dahin Daniel loswerden. Der Herr Doktor hält sich für was Feineres. Soll er doch. Ich dachte, Jessica und Daniel verstehen sich ganz gut. Ja, bis gestern schon. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber jetzt noch mal zur Feier. Willst du da wirklich so einen Aufriss machen? Ja, willst du etwa den Schonwaschgang einstellen? Ach ja, Hauptsache vernünftig. Ich finde eine kleine Feier einfach romantischer. Und was die Vernunft angeht, ich wüsste da so ein paar total unvernünftige Sachen, die ich gerne mit dir machen würde. Ach ja? Mhm. Na, meinst du nicht, das ist so anstrengend? Matteo will mit dir sprechen. Der will bestimmt mit mir den Speiseplan für nächste Woche verhandeln. Bis gleich. Timo, können wir reden? Klar. Was gibt's? Ich weiß, du hast gesagt, du hast kein Problem damit, dass Emilie und ich, dass wir jetzt zusammen sind. Aber wir können uns auch nicht immer verstellen, wenn du... Oh, Leo, ey, das habe ich doch gar nicht verlangt, oder? Ja, aber... Nein, aber wenn du... Okay, Leo, jetzt pass mal auf. Zum Mitschreiben. Ich finde es okay. Ganz ehrlich. Ich meine, ich verstehe ja, dass es ein netter Gedanke für dich ist, dass ich vor Eifersucht die Wände hochgehe. Tue ich aber nicht. Also such dir bitte irgendjemand anderen für deine kleinen Mädchenfantasien. Mann, ich versuche hier gerade unsere Freundschaft zu retten. Das ist eine super Idee. Wenn du so gar keinen Bock auf Emilie und mich hast, warum hängst du dann die ganze Zeit hier rum? Wollt ihr mir jetzt Hausverbot erteilen? Nein, aber Emilio arbeitet hier und ich wohne hier. Okay, dann stell dir mal vor, ich habe auch noch andere Freunde hier. Und dann musste ich dem Beamten auch noch was vorspielen und lügen. Oh, verzeih mir. Ich bin mir sicher, Ihr Chef da oben wird mal ein Auge zudrücken. Also was ich damit sagen wollte, dass ich mich darum kümmere und das mit dem Amt kläre. Emilio unterschätzt die Macht und die Politik der Ausländerbehörde nicht. Tut mir leid, aber ich hatte was Wichtigeres zu tun. Was kann es denn so Wichtiges geben, dass du nicht einmal die Zeit findest, dich abzumelden? Die Liebe. Wenn ich die Wahl habe zwischen Bürokratie und meiner Traumfrau, wie kann ich mich gegen die Liebe entscheiden, Monsignor? Das müssen Sie doch verstehen. Und du verstehst anscheinend immer noch nicht, dass es hier um deine Zukunft geht. Dieser sture Beamtenschädel wird morgen Mittag wieder hier sein. Und wenn du dann nicht an deinem Platz in der Küche stehst, wirst du ausgewiesen. Ich habe lange gezweifelt, ob es richtig war, dich hier zu beschäftigen.
Aber in den letzten Wochen konntest du mich überzeugen, dass du bereit bist, die Verantwortung für dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Jetzt enttäusch mich nicht. Ganz bestimmt nicht, Monsignor Matteo. Sie können sich da voll und ganz auf mich verlassen. Ich krieg das hin. Haben Sie jetzt schon was gegessen? Sie müssen ja wahnsinnig hungrig sein. Und wie hier? Aber bitte verschon mich mit deinem cholesterinfreien Gemüse. Wie wär's denn mal mit 2 Würstchen? Hm? Bitte. Ich hab dich vermisst. Und ich dich erst. Nicht aufhören. Was ist denn los? Keine Ahnung. Ich glaub, mein Herz. Ja, bitte? Helena, was gibt's? Ich habe noch mal nachgedacht. Und? Es fühlt sich falsch an, den Schmuggel zu vertuschen. Wir müssen zur Polizei gehen. Ich weiß, dass ich damit den Ruf des Auktionshauses gefährde und dass Kim damit reingezogen wird. Ja, genau. Und wir haben mit dem Goldschmuggel nichts zu tun. Warum können wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen? Nico, ich habe die Fahrerflucht aus Angst vor den Konsequenzen verschwiegen. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ich wollte euch alle schonen, die Firma, Vater, dich. Zumindest habe ich mir das eingeredet. Vielleicht war es auch nur eine Ausrede für meine eigene Feigheit. Jedenfalls, so ein Fehler passiert mir nie wieder. Okay, wenn du das so siehst. Ah, gut, dass ihr beide hier seid. Dieses Fax ist gerade von Martin Boos gekommen. Er schreibt, dass in einer der Lieferungen der Statuen Gold geschmuggelt wurde. Wusstet ihr davon? Mir reicht es langsam. Deine scheiß Eifersucht nervt. Ich bin nicht eifersüchtig. Ah, nee, schon klar. Du, das ist echt traurig, dass ihr beide nichts Besseres zu tun habt, als darüber nachzudenken, ob ich eifersüchtig bin. Ey, man sieht das 10 Kilometer gegen den Wind, ja? Scheint ja nicht so doll gewesen zu sein mit dir. Vorsicht, was du sagst, Freundchen. Naja, wenn Leonie lieber über mich spricht, als mit dir in die Kiste zu springen, das ist echt arm. Ey, du tickst doch nicht mehr ganz sauber. Du, ich sag nur so, wie es ist. Weißt du was, vergiss es einfach. Ich bin froh, dass wir nicht mehr so viel miteinander rumhängen. Weißt du warst schon immer so ein verzogenes reiche Leute-Söhnchen ohne Eier in der Hose. Und je weniger wir beide miteinander rumhängen, desto besser ist es, ja? Mit ein bisschen Glück sehen wir uns bald gar nicht mehr, wenn der Typ von der Ausländerbehörde deinen Immigrantenarsch wieder nach Hause schickt. Wie jetzt? Du hast es mitbekommen? Du hast gesehen, dass er hier war und nichts gesagt? Du bist echt das allerletzte. Du willst Ärger, ja? Blitzmerker. Kannst du haben. Aber diesmal draußen. Und? Alles gut. Mann, ich weiß auch nicht, warum ich so eine Panik geschoben habe. Hey, du hattest gerade erst einen Herzinfarkt. Ist doch klar, dass du Angst hast, dass sowas wieder passiert. Hauptsache, jetzt ist alles wieder gut. Gut? Was ist denn, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn wir... Vielleicht war es einfach noch ein bisschen früh für das hier. Das ist echt typisch.
Über die wirklich wichtigen Sachen schreiben die nichts in diesen Checklisten. Aber Hauptsache eine ganze Seite über Nordic Walking. Hallo, ich hab das böse Wort gesagt. Vielleicht gibt's ja bald nichts anderes mehr. Das ist echt eine super Taktik. Einfach mal direkt vom Schlimmsten ausgehen. Christian, wir lassen es ganz ruhig angehen. Wenn du dich bis zur Ehe aufsparen willst, dann ist diese super kitschige Romantiknummer für mich auch okay. Vorfreude ist die schönste Freude. Oder die einzige. Ach, Quatsch. Ja, was denn? Olli, ich bin keine 30 und führe ein Leben wie ein Greis. Ich kann meinen Beruf nicht mehr richtig ausüben, kein Sport mehr, keine Spontanität. Und wenn wir Pech haben, auch bald keinen Sex mehr. Christian, jetzt beruhig dich mal, du übertreibst komplett. Und selbst wenn, dann wäre mir das auch egal, weil ich dich liebe. Ja, genau. Eine platonische Ehe mit einem Wrack, das war ja schon immer dein Traum, hä? Ach, Olli, das willst du dir nicht antun und ich dir schon gar nicht. Jetzt wart mal. Warum habt ihr mich nicht sofort informiert? Ihr hättet juristischen Rat einholen sollen. Dein Bruder ist Rechtsanwalt, falls du das vergessen haben solltest. Und was, wenn wir zu einem anderen Schluss gekommen wären als Sebastian? Helena möchte den Fund gerne anzeigen. Naja, das ist ja jetzt zum Glück nicht mehr notwendig. Siehst du? Du entscheidest einfach, deswegen habe ich dir nichts gesagt. Ja, aber der Fall hat sich doch aufgeklärt. Martin Boos schreibt, dass er von einem Angestellten reingelegt wurde und er ihn inzwischen den Behörden in Phnom Penh übergeben hat. Ja, genau. Und er schwört, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Und es ist niemand zu Schaden gekommen. Wie, und das glauben wir einfach so? Naja, also wenn wir Glück haben, liegt die Polizei dem Fall zu den Akten. Wenn etwas an die Öffentlichkeit sickert, dann können wir das Auktionshaus schließen. Meine Rede, keine Polizei. Außerdem müssen wir auch an unsere Angestellten denken. Wir können die Arbeitsplätze nicht gefährden. Aber was, wenn wir zweifelsfrei beweisen können, dass wir mit dieser Sache absolut nichts zu tun haben? Helena, darum geht's es doch gar nicht. Wenn ein Banker die Konten seiner Bank plündert, dann bringt die Bank das auch nicht zur Anzeige. Weil natürlich jeder sofort denkt, oh, das ist die Bank, bei der mein Geld nicht sicher ist. Und auf dem Kunstmarkt ist es nicht anders. Da sind die Kunden eher noch nervöser bei diesen ganzen Fälschungen, die heutzutage unterwegs sind. Aber es fühlt sich falsch an. Was würde denn mit dem Gold passieren? Ne, das nehme ich. Wir spenden es für einen guten Zweck. Trotzdem, ich werde das Gefühl nicht los, dass der Käufer da irgendwie mit drin steckt. Und der würde einfach so davonkommen. Nico, entscheide du. Keine Polizei. Ich hoffe, du kannst meine Entscheidung verstehen. Was ist? Hast du jetzt die Hose voll? Der Versuch, du kleines Arschloch. Wenn du keine Eier hast, dann geh zurück in deine Küche. Hä? Ja, der Vamos! Vamos! Blöder Penner! Na komm! Hört auf mit dem Scheiß, die Küche steht in Flammen! Hast du sie noch alle? Ich habe mir Sorgen gemacht. So ist es halt, wenn man mit einem Pflegefall zusammen ist. Wie lange willst du noch im Selbstmitleid baden? Das Wasser wird irgendwann kalt. Christian, das machst du nicht mit mir. Mich wegstoßen und zugucken lassen, wie du dich aufgibst. Mit Herzkrank kann ich leben. Mit Herzlos nicht. Ich lieb dich nämlich. Du würdest dir das auch nicht gefallen lassen, wenn ich krank wäre. Mann, Christian, zusammen schaffen wir das. Das ist leichter gesagt, als es ist, Olli. Nein, leicht ist es nicht. Ich weiß, deine Krankheit ist ernst und du musst auf total viel verzichten. Aber nicht auf das Wichtigste. Ja, ist doch klar, auf mich.
Zum Glück bist du nicht eingebildet. Ich überhaupt nicht. Okay, vielleicht ein kleines bisschen, aber da kannst du ja vielleicht drüber wegsehen. Bitte, bitte behalt mich. Ich will nicht zurück ins Heim. Entschuldigung, ist er noch frei? Ja, kein Problem. Wir wollten eh gerade gehen zum Nordic Walking. Wem es gefällt? Mir sind diese Stöcke ja zu affig. Jetzt entspann dich, es ist doch alles prächtig gelaufen. Kim ist aus der Schusslinie, der Rest ist mir egal. Ja, ich bin auch froh, dass nichts passiert ist. Ja, meine Idee mit dem Fax war schon nicht schlecht, nicht wahr? Was? Das Fax kam von dir? Ja, natürlich. Denkst du, Bose ist so dämlich und übernimmt die Verantwortung für den Schmuggel? Selbst wenn er sie danach irgendeinem Knecht in die Schuhe schieben kann. Aber so ist doch alles optimal. Bose ist als Lieferant nicht verbrannt. Ludwig denkt, er hatte ein entlastenes Papier in der Hand und wenn die Bombe irgendwann hochgeht, kann er ganz leicht beweisen, dass er nie einen Fax aus Kambodscha geschickt hat. Moment mal, wie meinst du das, wenn die Bombe hochgeht? Ja, wir lassen natürlich erstmal ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Und wenn die liebe Familie irgendwann nicht mehr misstrauisch ist, dann präparieren wir eine neue Lieferung. Weißt du was, Ansgar? Vergiss es, ich bin raus. Nico, jetzt warte mal, du kannst ja nicht auf halber Strecke schlapp machen. Nico! Ihr seid echt die krassesten Vollpfosten, die ich je gesehen habe. Das war ein Missgeschick, hätte jedem passieren können. Hätte es nicht. Ihr schlagt euch hier die Köpfe ein und merkt nicht mal, dass das Zentrum fast abfackelt. Wisst ihr was? Wenn ihr beide euch nicht sortiert kriegt, rede ich kein Wort mehr mit euch. Und du? Ja, du bist nicht eifersüchtig. Geschenkt. Also nur zur Info. Du musst es nicht toll finden, dass Emilie und ich hier zusammen sind. Aber es ist meine Entscheidung, also hör auf, hier schlechte Stimmung zu verbreiten. Warum auch immer. Okay. Und du lässt wegen mir keine Schicht mehr sausen. Wenn du doch irgendwas vermasselst, dann gibst du nicht Timo die Schuld. Kapiert? Meinetwegen. Was ist hier los? Gott, Nur ein kleines Missgeschick. Das hätte jedem passieren können, Senor. ich habe mit Emilio gesprochen. Es tut mir leid, ich räume das gleich wieder auf, ja. Wenn du damit fertig bist, packst du deinen Koffer und verschwindest. Ich kann nicht mehr verantworten, dass du noch länger hier bleibst. Das Zentrum wäre beinahe abgebrannt. Hier leben junge Menschen, Freunde von dir. Sie hätten alle in den Flammen umkommen können. Aber morgen... Morgen kommt der Mann von der Ausländerbehörde. Und ohne Job verliert Emilie seine Aufenthaltsgenehmigung. Es tut mir leid, ich kann nicht anders entscheiden. Du wirst uns verlassen.